Ein Junge steht allein auf dem Hügel und schreit um sein Leben. Lukas ist ein kleiner Hirtenjunge in einem alten Dorf in der Eifel, in der Nähe von Köln. Das Dorf hat rote Dächer, grüne Wiesen und alte Windmühlen. Die Luft ist frisch und ruhig. Lukas trägt eine Wollweste und eine klassische französische Mütze. Er ist 9 Jahre alt und voller Energie. Jeden Morgen führt er die Schafe auf den großen Hügel mit den Blumen. Der Hügel ist weit von den Häusern entfernt. Oben auf dem Hügel steht eine kleine Hütte aus Holz. In der Hütte hängt eine große Bronzeglocke. Der Vater von Lukas erklärt ihm jeden Morgen dieselbe Regel. Bei Gefahr muss er die Glocke kräftig läuten. Die Dorfbewohner hören die Glocke und kommen sofort. Lukas nickt jedes Mal. Aber er nimmt die Regel nicht wirklich ernst, denn auf dem Hügel ist es jeden Tag gleich. Die Schafe fressen Gras, der Wind weht leise, die Wolken ziehen langsam über den Himmel. Lukas sitzt auf einem Stein und schaut in die Ferne. Er ist allein. Kein anderes Kind spielt mit ihm auf dem Hügel. Kein Hund, kein Freund, kein Abenteuer. Nur die Schafe und die Stille. Lukas ist sehr gelangweilt. Er schaut die Glocke an. Die Glocke ist groß und glänzt in der Sonne. Er denkt, was passiert, wenn er sie jetzt läutet? Er lächelt langsam. Ein kleiner Plan entsteht in seinem Kopf. Er greift nach dem Seil. Er zieht kräftig daran. Die Glocke klingt laut über das ganze Tal. Dong, dong, dong. Dann schreit Lukas mit voller Kraft, ein Wolf kommt! Unten im Dorf hören die Menschen die Glocke. Sie lassen ihre Arbeit fallen. Der Bäcker lässt sein Brot fallen. Die Lehrerin läuft aus der Schule. Alle nehmen Schaufeln und Stöcke und rennen den Hügel hoch. Sie rennen schnell, weil sie Angst um die Schafe haben. Sie rennen schnell, weil sie Angst um Lukas haben. Oben angekommen sehen sie keinen Wolf, keine Gefahr, nur Lukas, der breit grinst. Die Menschen schauen ihn wütend an. Der alte Bauer schüttelt den Kopf. Die Lehrerin atmet tief aus. Alle gehen schweigend wieder den Hügel hinunter. Lukas lacht laut. Das ist sehr lustig für ihn. Er findet den Trick fantastisch. Am Nachmittag ist er wieder gelangweilt. Er schaut die Glocke an. Er denkt, einmal ist kein Mal. Er zieht wieder am Seil. Dong, dong, dong. Ein Wolf, kommt schnell! Wieder läuft das Dorf den Hügel hoch. Wieder sehen sie keinen Wolf. Wieder gehen sie wütend nach Hause. Diesmal sagt niemand ein Wort zu Lukas, aber ihre Augen sagen alles. Lukas bemerkt das nicht. Er ist immer noch fröhlich. Er denkt, der Tag war heute viel interessanter als sonst. Der Abend kommt. Lukas bringt die Schafe zurück in den Stall. Er geht ins Haus und isst sein Abendessen. Dann geht er in den Schuppen neben dem Haus. Der Schuppen riecht nach Holz und Heu. Lukas liegt auf seinem kleinen Bett. Er kann nicht schlafen. Dann hört er Stimmen durch die Holzwand. Es sind die Stimmen seiner Eltern. Er drückt sein Ohr an die Wand. Die Mutter klingt traurig. Der Vater klingt müde. Der Vater sagt leise, dass Lukas das Vertrauen des Dorfes verloren hat. Er sagt, dass die Menschen morgen nicht mehr kommen, wenn es wirklich einen Wolf gibt. Er sagt, dass ihr Sohn dann allein in Gefahr ist. Die Mutter weint leise.
Lukas hört alles. Sein Lächeln verschwindet. Er starrt an die Decke. Sein Herz schlägt langsam und schwer. Er denkt an die Bronzeglocke, die oben in der Hütte hängt. Er versteht jetzt, was er getan hat. Er versteht, dass sein Spaß einen echten Preis hat. Er kann lange nicht schlafen. Er dreht sich von einer Seite auf die andere. Er denkt an die wütenden Gesichter der Dorfbewohner. Er denkt an die Worte seines Vaters. Er denkt an die Schafe auf dem Hügel, allein in der Dunkelheit. Eine Entscheidung wächst langsam in ihm. Morgen macht er alles anders. Morgen zeigt er, dass er ein ehrlicher Junge ist. Er schläft endlich ein. Der nächste Morgen kommt früh. Der Nebel liegt dick über den grünen Wiesen. Lukas sieht kaum 10 Schritte weit. Er führt die Schafe langsam den Hügel hinauf. Alles ist weiß und still. Die Windmühlen drehen sich langsam im leichten Wind. Lukas geht zur Hütte und schaut die Bronzeglocke an. Er ist ruhig, aber auch ein bisschen nervös. Er schaut immer wieder in den Nebel. Die Schafe grasen friedlich. Alles scheint normal. Lukas atmet langsam aus. Vielleicht ist heute ein guter, ruhiger Tag. Dann hört er ein Geräusch. Ein tiefes, raues Knurren aus dem Kiefernwald. Lukas erstarrt. Seine Augen werden groß. Aus dem weißen Nebel kommt ein riesiger grauer Wolf. Der Wolf ist groß, mit gelben Augen und scharfen Zähnen. Er bewegt sich langsam auf die Schafe zu. Die Schafe rennen in alle Richtungen, sie schreien laut und panisch. Lukas steht da und kann sich nicht bewegen. Sein ganzer Körper ist kalt. Er schaut das Seil der Glocke an. Er will daran ziehen, er will laut schreien. Aber dann denkt er, die Dorfbewohner kommen nicht. Sie denken, er lügt wieder. Sie kommen nicht mehr. Er ist allein. Ganz allein. Der Wolf kommt näher. Die Sekunden fühlen sich wie Stunden an. Dann passiert etwas in Lukas. Etwas Starkes und Warmes in seiner Brust. Er denkt nicht mehr, er handelt. Er greift nach seinem langen Hirtenstock. Er rennt auf den Wolf zu. Er stellt sich zwischen den Wolf und die Schafe. Der Stock zittert in seinen kleinen Händen. Der Wolf schaut ihn an. Lukas schaut den Wolf an. Keiner bewegt sich. Dann zieht Lukas mit aller Kraft am Glockenseil. Dong, 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 dong. Die Glocke klingt verzweifelt und laut über das ganze Tal. Und gleichzeitig schreit Lukas mit seiner ganzen Stimme in den Nebel hinein. Er weint, aber er lässt den Stock nicht fallen. Er bleibt stehen. Er bleibt zwischen dem Wolf und den Schafen. Der Wolf knurrt tief. Er macht einen Schritt nach vorne. Lukas macht auch einen Schritt nach vorne. Der Wolf ist überrascht. Er wartet. Unten im Dorf hören die Menschen die Glocke. Sie hören das verzweifelte Läuten. Dong, 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 dong. Der alte Bauer schüttelt den Kopf. Aber das Läuten hört nicht auf. Es klingt ganz anders als gestern. Es klingt nicht wie ein Spiel, es klingt nach echter, nackter Angst. Die Lehrerin schaut den Bäcker an. Der Bäcker schaut die Mutter von Lukas an. Die Mutter hat Tränen in den Augen.
Dann rennt der alte Bauer los, und alle rennen mit ihm. Sie nehmen Fackeln und Stöcke, sie rennen so schnell sie können den Hügel hoch. Der Nebel macht alles schwerer, aber sie rennen weiter. Als sie sich dem Gipfel nähern, hören sie Lukas weinende Stimme durch den Nebel brechen. Er schreit, dass er gelogen hat und dass es ihm sehr leid tut. Er schreit, dass es diesmal wirklich einen Wolf gibt. Er schreit, dass er Hilfe braucht. Die Dorfbewohner kommen durch den dichten Nebel. Sie schreien und schwingen ihre Fackeln. Der große, graue Wolf dreht sich um. Er schaut die vielen Menschen an. Er dreht sich noch einmal um. Dann läuft er schnell zurück in den Kiefernwald. Er verschwindet im Nebel. Stille. Die Schafe stehen zitternd zusammen. Lukas steht da, den Stock noch in den Händen. Seine Knie zittern. Dann lässt er den Stock fallen. Er rennt zu den Dorfbewohnern. Er umarmt den alten Bauern mit voller Kraft. Er weint und weint und weint. Er sagt, dass er gelogen hat. Er sagt, dass er dumm und unverantwortlich war. Er sagt, dass er das nie wieder macht. Die Dorfbewohner schauen ihn an. Zuerst sagen sie nichts. Dann legt der alte Dorfvorsteher seine Hand auf die Schulter von Lukas. Er ist ein älterer Mann mit einem weißen Bart und freundlichen Augen. Er lächelt warm und sagt, jeder Mensch macht Fehler. Er sagt, dass Lukas die Schafe mutig beschützt hat. Er sagt, dass Lukas am Ende die Wahrheit gerufen hat, auch wenn es schwer war. Er sagt, dass der Mut und die Ehrlichkeit Lukas heute gerettet haben. Lukas hört diese Worte und atmet tief durch. Die Sonne bricht durch den Nebel. Die grünen Wiesen leuchten wieder hell. Die Windmühlen drehen sich ruhig in der Morgenluft. Die Schafe grasen wieder friedlich auf dem Blumenhügel. Alles ist gut. Alles ist warm. Von diesem Tag an verändert sich Lukas. Er läutet die Glocke nie mehr als Scherz. Er schaut die Glocke jeden Morgen an und denkt an diesen Tag. Die Dorfbewohner vertrauen ihm wieder, mehr als zuvor. Denn sie wissen jetzt, wenn Lukas die Glocke läutet, ist es die Wahrheit. Lukas ist der zuverlässigste Hirtenjunge in der ganzen Region. Er trägt immer noch seine Wollweste und seine klassische Mütze. Er steht jeden Morgen früh auf. Er führt die Schafe den Blumenhügel hinauf. Er schaut zur Bronzeglocke und er lächelt. Nicht, weil er einen Trick plant, sondern weil er weiß, wer er ist. Ein ehrlicher Junge, der seine Schafe liebt und sein Dorf liebt. Die Glocke auf dem Blumenhügel klingt jeden Morgen einmal. Ruhig und klar. Und das bedeutet, alles ist gut. Alles ist sicher. Lukas ist da. Der Hirtenjunge, der Hirtenjunge. Die Windmühle, die Windmühle. Die Bronzeglocke, die Bronzeglocke. Gelangweilt, gelangweilt. Unverantwortlich, unverantwortlich. Das Vertrauen, das Vertrauen. Erstarren, erstarren. Verzweifelt, verzweifelt. Beschützen, beschützen. Der Mut, der Mut.